Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Zigarettenbildern von Deutsche Kulturbilder mit Bild Nummer 7 bis Bild Nummer 18 machen wir heute. So, Moment, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Uiuiui. Bild Nummer 7. Rathausplatz. Wie heute noch standen die Rathäuser auch früher auf freiem Platz, auf dem Markt abgehalten wurde. In Süddeutschland waren sie aus Hauptsteinen gebaut, im Norden überwog der Backsteinbau mit reich durchbrochener Fassade. Vor dem Rathaus befand sich meist die Staubsäule, an der die Übeltäter als abschreckendes Beispiel bestäubt und zur Schau gestellt wurde. Ja, wie ihr seht, da oben, der werte Herr ist an der Säule angebunden, eine Wache steht daneben und die Leute stehen davor. Es gibt sogar noch einen Gaukler davor, glaube ich. Ja. So, nächstes Bild, Bild Nummer 8. Prozession vor den Dom. Die nach dem lateinischen Wort procedere, das heißt vorwärtsschreiten, genannte feierlichen Umzüge der katholischen Geistlichkeit und des Volkes um die Kirche sind schon seit dem 4. Jahrhundert bekannt. Der Zug verlässt unter Vorantritt der Geistlichen mit Fahnen, Kreuzen und dem Sakrament den Dom, den er umwandelt, um schließlich wieder zum Hauptportale zurückzukehren. Ja, einmal rum, lassen sich beklatschen und auch wieder ab. Bild Nummer 9. Dominneres. Der gotische Dom mit seinen hohen Spitzbogengewölbe und den bis zur Decke reichenden Pfeilern versetzt den Kirchenbesucher in andächtig fromme Stimmung. Dazu tritt der prächtige Schmuck der bunten Glasfenstern und der zahlreich auf goldenen Grund in herrlichen Farben erstrahlenden Altäre, auf denen Bildern aus dem Heiligleben oder Geschichten aus der Bibel dargestellt sind. Bild Nummer 10. Gerichtsszene. Bis ins späte Mittelalter hat sich der altgermanische Art der Gerichtshaltung unter freiem Himmel erhalten. Auf umschlossenem Platze der Dingstätte tritt das Gericht unter Vorsitz des Schultheißen vom Landherrn eingesetzte Gerichtsbeamter zusammen. Dieser trägt als Zeichen der Gerichtshoheit den Stab in der Hand. Ihm stehen Richter und Schöffen, in Klammern Beisitzer, zur Seite. Bild Nummer 11. Bauer bei der Feldarbeit. Der Besitz des Bauers hieß im Mittelalter Hofe. Ursprünglich das für eine Familie berechnete mit Pflug und Gespann bestellbare Ackerland nebst Haus, Hof, Garten und dem Anteil an der Gemeindeweide. Die Feldabschnitte hießen Gewannen, deren schmale Handtuchsform noch bis heute erhalten ist. Ihre Bestellung unterstand dem sogenannten Flurzwang. Also der Flurzwang ist quasi dafür, dass sich niemand einen Vorteil erschleicht, indem er zum Beispiel etwas anpflanzt, was nicht abgesprochen wurde, oder indem er zum Beispiel sein Saatgut früher aussät, um möglichst einen Zeitvorsprung zu haben zu anderen, damit er quasi sagen kann, oh, meine ersten Kartoffeln, meine ersten Rüben und so weiter. Ne? Nächstes Bild, Bild Nummer 12. Bauernfamilie zum Markt ziehend. Seitdem die Städte aufzublühen begannen, gerieten sie in wirtschaftliche Abhängigkeit vom Land. Die Bauern brachten fortan in die Stadt zum Verkauf, was die Bürger an Landerzeugnissen zum Leben brauchten. Nicht mit hochgepackten Wagen, sondern nur mit den geringen Überschüssen der eigenen Wirtschaft beladen, zieht die Bauernfamilie zur Stadt. So. Bild Nummer 13. Bürgerstube. Das mittelalterliche Wohngemach enthielt viel weniger Möbel als unsere oft überladen sogenannten Komfortwohnungen. Was man aber darin findet, war so gebaut, dass man seine Gediegenheit noch heute bewundern muss. Fremde Hölzer und Furniere konnte man damals noch nicht. Das Eichenholz wurde gepflockt, nicht gesägt, sondern zerkeilt. Alles hielt ohne Leim, ohne Schrauben oder Nägel. Bild Nummer 14. Hausorgelmusik. Die Hausorgel gehört im Mittelalter, besonders in Deutschland, zu den bevorzugten Instrumenten zur Pflege geistlicher Hausmusik, etwa wie heute in manchen Familien neben dem Klavier noch das Harmonium. Sie war ziemlich klein und transportabel, auch
portativ genannt und erreicht natürlich nicht die Klangfülle der großen Kirchenorgeln der Barockzeit. Ich zeige mal schnell hier ein Harmonium. So sieht's aus. Schöner Klang, sieht toll aus. Bild Nummer 15. Frauenreise. Im Mittelalter benutzten die Damen zum Reisen häufig eine Pferdesänfte. Dieses räderlose, von Pferden vorwärts bewegte Tragegestell war schon den Römern bekannt und wurde später durch die Kreuzfahrer aus dem Orient ins Abendland eingeführt. Hier wird der Dame eine Erfrischung vor der Tür des Klosters gereicht, da sie ja das Innere des Mönchklosters nicht betreten darf. Bild Nummer 16. Tanzfest bei Hofe. Der Gesellschaftstanz des Mittelalters war im Gegensatz zu den Hüpftänzen des Landvolkes ein gemessenes Schreiten. Ähnlich der heutigen Polonaise schritt man paarweise hintereinander durch den Saal und folgte einem Vortänzer, oder die Tanzenden bilden eine zu verschiedenen Figuren sich schlingende Kette. Die Bewegung entsprach den langsamen Rhythmus der Musik. Bild Nummer 17. Ständchen. Auch in früherer Zeit brachte man seine Liebe, Verehrung oder Hochachtung für einen Menschen häufig durch ein Ständchen zum Ausdruck, das heißt, eine vor der Wohnung des zu Ehrenden stehend dargebrachte musikalische Unterhaltung. Ein Ständchen ehrt den angesehenen Mitbürger, es verriet der Geliebten die Gefühle des Verliebenden. Noch heute ist das Bläserquartett zum Geburtstag beliebt. Kleine Anmerkung von mir, der werte Herr hat hier eine starke Frisur. Und das letzte Bild heute, Bild Nummer 18, Mysterienspiel. Die Weihnachts- und Passionsspiele des Mittelalters hießen Mysterienspiele. Sie wurden auf dem Kirchplatz oder auf dem Markt aufgeführt. Eine Darstellung des Höllenrachens und des Paradieses als Abschluss der Bühne fehlte nie. Die Serenity und sämtliche Darsteller waren bis zum Ende des Stückes den durch Schranken von den Bühne getrennte stützenden Zuschauer sichtbar. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das kurze Lull. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.